hast eine Verabredung mit Gero für heute Abend und ich erwarte von dir, dass du sie einhältst. Noch bin ich nicht mit Gero verheiratet und ich weiß auch nicht, ob ich das sein will. Man kann wirklich nur hoffen, dass sie sich gut Wie hast du gesagt, heißt das Mädchen? Julia von... Ach, irgendwas mit Klamotten. Von Anstetten, genau. Oh Gott, das könnte ja eine Katastrophe werden. Und wann hast du Geburtstag? Ich hatte es erst vor ein paar Tagen. Nein, ich meine, wann genau? Am Montag. Am Montag? Ja. Am Montag bin ich 20 geworden. Ich will genauso wie du, dass dieser Peter aus Julias Leben verschwindet. Guten Morgen. Hi. Na, gibt's was Neues? Steht was Interessantes in der Zeitung? Nee, wieso? Vielleicht mal was Positives. Ein aufgeklärter Mord zum Beispiel. Oho, seit wann interessierst du dich denn für Morde, Fiona? Wollen wir nachher ins Kino gehen? Was läuft? Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Gut, keine schlechte Idee. Gott, der Getränkelieferant, den hätte ich fast vergessen. Ich muss euch kurz alleine lassen. Soll ich dir nicht helfen? Danke, ich komme schon zurecht. Wie lange bleibst du noch in Düsseldorf? Mal sehen. Musst du denn nicht zurück nach Koblenz? Ich meine, wegen deines Jobs, du hast doch bestimmt nicht ewig frei. Ja, einen richtigen Job habe ich da gar nicht. Vielleicht bleibe ich auch hier und suche mir irgendwas. Jobmäßig. Düsseldorf gefällt mir ganz gut. Und was sagen deine Eltern dazu? Was sollen die dazu sagen? Hast du eigentlich noch Geschwister? Ja, einen kleinen Bruder und eine Schwester in deinem Alter. Und dein Vater, was macht er so? Mein Vater. Ja, was macht er eigentlich so? Der ernährt die Familie. Wie jeder anständige Vater. Aber womit denn? Wenn du es genau wissen willst, interessiert mich nicht, was der macht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Wir haben es noch nie gut verstanden. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Und jetzt tu mir bitte einen Gefallen, ja? Hör auf, mich über meine Familie auszuquetschen. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann dich wirklich gut verstehen. Du mit deinen dämlichen Geschäften. Na. Jan steckt voll in der Klemme und dein Scheißjob ist das Einzige, was dich interessiert. Sag mal, was ist denn das für ein Ton, meine dämlichen Geschäfte? Du bzw. ihr alle. Lasst es euch dabei ziemlich gut gehen. Bei meinen dämlichen Geschäften. Du hast ja recht, aber nur lass gut sein. Wir haben doch schon genug Probleme. Und wir bekommen noch mehr Probleme, wenn ich weiterhin nicht in der Lage sein werde, meine Termine wahrzunehmen. Ach, Arno. Du hast bisher noch jeden Termin wahrgenommen. Das wirst du auch weiterhin tun. Nur weil mein Angebot nicht rechtzeitig vorlag. Davon geht doch die Welt nicht unter. Wie soll man sich überhaupt auf seine Arbeit noch konzentrieren, wenn alle Augenblicke so ein Mensch von der Presse vorbeikommt und dich nach deinem Sohn ausfragt? Versuch doch, diese Leute zu ignorieren. Was ist eigentlich mit der Polizei? Warum hat die sich nicht mehr gemeldet? Weil die keinen Durchblick haben. Deshalb. Kein Durchblick. Ich werde mal anrufen und fragen, warum das nicht weitergeht. Ja, hör mal. Es hört sich ja fast an, als ob du willst, dass man Jan endlich schnappt. Er ist unschuldig. Genau das kann er nur beweisen, wenn er sich der Polizei stellt. Er wird das beweisen. Vor allem wird er es dir beweisen. Jetzt fangt nicht schon wieder an. Mach, dass du in die Schule kommst, es ist Zeit. Der Junge wird immer unverschämter. Wie sein Bruder. Ach komm. Wir alle müssen mit dieser Situation fertig werden. Na mach schon. Ja, es wird Zeit. Wie geht's mal, mein Süßer?
Mörder bezahlen den doppelten Preis. Angehörige eines Mörders bekommen Familienrabatt. Heute ist Zahltag für den Mörderbruder. Hat da gerade irgendjemand was gesagt, ha? Habt ihr irgendwas gehört? Hat das Mörderbrüderchen gehustet, hä? Sag Olga bitte, sie möchte meine Vormittagstermine absagen. Ich bin mit Barbara zum Essen verabredet. Noch nicht etwa wegen Gero und mir? Nein, geschäftlich, Liebes. Über euch beide zu reden, werde ich mit Sicherheit vermeiden. Zumal du dich jetzt auch noch mit einem anderen Mann triffst. Ach ja, ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass Peter heute Abend zum Essen kommt. Aber natürlich nicht, Liebes. Ich bin schon sehr gespannt. Du wirst begeistert sein. Ich hoffe, er hält, was du dir von ihm versprichst. Da bin ich mir ganz sicher. So. Du kommst doch auch heute Abend. Ich hab's doch versprochen. Klasse. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns. Ich möchte noch kurz was Geschäftliches mit dir besprechen, Vater. Ja, schieß los. Ich habe eine gute Idee, wie wir die Finanzierung für AMC gestalten könnten. Da bin ich mal gespannt. Ich schlage vor, dass wir das Grundstück neben der Textilfabrik verkaufen. Gute Idee. Das liegt sowieso brach. Tut es nicht. Wir haben das Grundstück damals gekauft, um die Fabrik zu erweitern. Was ihr aber nie getan habt. Stattdessen veranstaltet man darauf Grillpartys und lauter so unnützes Zeug. Ich finde es völlig richtig, dass die Belegschaft dieses Grundstück für ihre Freizeit nutzen kann. Das ist eine völlig veraltete Einstellung. Der große Sozialspleen der späten 60er oder was? Veraltete Einstellung. Sozialspleen. Ich weiß nicht, was daran veraltet ist, dass man auf zufriedene und loyale Mitarbeiter setzt. Na toll. Und wo bleibt da die Rendite? Das habe ich dir doch gerade erklärt. Nur durch unsere Mitarbeiter hat unsere Firma ihren guten Ruf erworben. Und deswegen wird das Grundstück nicht verkauft. So, entschuldigt mich, ich habe zu tun. Bloß froh, dass du rechtzeitig gecheckt hast, was das für eine Familie ist. Ja, aber Florian kann doch gar nichts dafür. Ich meine für seinen Bruder. Der will dich doch nur abwinken. Lass Anna in Ruhe, ja? Komm, wir gehen. Wir sind eh schon spät dran. Ich versuche mich schon seit einiger Zeit an dieses Bild zu gewöhnen. Es erschlägt mich irgendwie. Es fällt völlig auseinander. Es fehlt die Tiefe. Ein Jammer, dass Charlie nichts von Kunst versteht. Dafür etwas von Männern. Ich werde es in den Keller schmeißen lassen, zu Charlies anderen Liebhabern. Du hast mich doch nicht hergebeten, um über Charlies Liebhaber zu sprechen. Natürlich nicht, die sind sowieso uninteressant. Reden wir übers Geschäft. Übers Geschäft? Ich dachte, du wolltest mit mir über die Hochzeit sprechen. Welche Hochzeit denn? Ach so, Julia und Gero. Nein. Es hat doch noch Zeit. Ich habe auch mit dem Entwurf für das Hochzeitskleid noch gar nicht angefangen. Ich hoffe nur, sie lässt sich nicht allzu lange Zeit. Christoph würde es sehr gerne sehen, wenn unsere Familien sich enger aneinander binden. Das würde mich natürlich auch freuen. Vielleicht sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wie meinst du das? Um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte, dass du wieder bei mir einsteigst und Linie Clarisse dahin bringst, wo sie hingehört. Ich fühle mich mit dem Angebot sehr geehrt, aber ich muss dir sagen... Du sagst doch nicht etwa ab. Ich fühle mich bei Cara Donna sehr wohl und sehe keinen Grund, diese Firma zu verlassen. Aber wir haben doch früher einiges zusammen bewegt. Mit deiner Kreativität und mit meinem Geschäftssinn könnten wir die absolute Nummer 1 in der Branche werden. Ich bin in meiner jetzigen Situation sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit im Team klappt hervorragend. Ich weiß nicht, warum ich wechseln sollte. Ich weiß, dass du natürlich absolut top bist und dass Cara Donna durch dich im Moment ganz gut dasteht. Aber es ist doch letztendlich ein kleiner, eher bescheidener Betrieb. Klein, aber fein.
Was sagst du zu Julias ersten Arbeiten? Originell. Wirklich. Sehr originell. Du würdest einen guten Mentor für sie abgeben. Das Mädchen hat doch großes Talent. Ich würde Julia sehr gerne unterstützen. Soll das heißen, du könntest dir doch vorstellen, wieder bei mir einzusteigen? Vielleicht Julia zuliebe. Ich werde Julia unterstützen, wo immer ich kann. Aber ein Engagement meinerseits bei Linie Clarisse wird es nicht geben. Wenn es nur einen Anhaltspunkt gäbe, deine Unschuld zu beweisen. Einen einzigen. Das Interesse der Presse an dem Fall lässt auch schon langsam nach. Hast du vielleicht eine Idee, was uns noch weiterhelfen könnte? Keine Ahnung. Man kann nur abwarten. Ja, aber das ist doch kein Zustand. Mein Name ist Peter Neumann. Und ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Ja, aber der kannst du nicht ewig bleiben. Ja, ich weiß, aber... Was ist mit dem Oliver? Hast du ihn angerufen? Oliver, stimmt. Das muss ich noch machen. Du, ich muss los. Sophie wartet bestimmt schon auf mich. Habt ihr beiden nicht Lust, mit mir zu essen? Gleich nach dem Kino? Nein, vielen Dank. Ich habe schon was vor. Doch nicht etwa mit dieser Julia. Jan, du hast mir versprochen. Ich weiß, was ich dir versprochen habe. Und ich werde dieses Versprechen auch einhalten. Ich werde mich mit ihr nicht mehr treffen. Zumindest so lange, bis sich alles aufgeklärt hat. Okay? Und wo willst du dann hin? Ich muss einfach mal alleine bleiben. Über die eine oder andere Möglichkeit nachdenken. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was die Sache aufklären könnte. Das wäre gut. Aber du bleibst in deinem Zimmer. Ja, natürlich. Ich muss einfach nur mal alleine sein. Das ist ja wohl das Letzte. Erst prügelst du dich in der Schule rum und jetzt spielst du ja auch noch den Rambo. Heute Morgen. Das war doch nur wegen Jan. Dass du dich wegen eines Mörders rumprügelst, finde ich wirklich schwach. Jetzt lass mich bitte endlich allein. Verdammt nochmal, er ist mein Bruder. Klasse, Bruder. Du kannst richtig stolz auf ihn sein. Anna, bitte. Begreifst du nicht? Du sollst mich endlich in Ruhe lassen. Endgültig. Clarissa würde einfach gern wieder mit dir zusammenarbeiten. Ihr wart schließlich ein hervorragendes Team, noch dazu sehr erfolgreich. Ja, das waren wir. Aber unsere Arbeitsbeziehung war selten harmonisch, wie du ja weißt. Ja, aber ich glaube, das wäre heute ganz anders. Clarissa kennt ihre Stärken und Schwächen besser als damals. Ich fände es einfach gut, wenn ihr beide wieder zusammenfinden würdet. Das bezweifle ich. Was steckt eigentlich dahinter? Soviel ich weiß, hat Clarissa Schwierigkeiten mit ihrem jetzigen Designer. Was ich so gehört habe. Ach, mit Stefan? Ja, Näheres weiß ich aber nicht. Ist auch nicht so wichtig. Dann hör doch auf mit dem Gejammere. Du bist schließlich nicht der Einzige, der Probleme hat. Wie soll ich mich denn auf meine eigenen Füße stellen, wenn Christoph mir nicht so viel entgegenkommt? Wie war übrigens dein Gespräch mit Barbara? Sie hat doch tatsächlich mein Angebot abgelehnt. Tja, kann man nichts machen. Und ob man da was machen kann. Man darf nur nicht aufgeben. Man muss es immer wieder versuchen. Immer wieder versuchen. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Lass hören. Jetzt will ich dir gerade auf die Nase binden. Es gibt immer Mittel und Wege. Wenn ein Plan nicht funktioniert, muss der nächste greifen. Man muss es eben nur versuchen. Ich habe auch schon daran gedacht, die Bank um einen Kredit zu bitten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt Chancen habe. Aber versuch es doch wenigstens. Das ist immer noch besser, als hier rumzujammern. Ich hoffe, dass sich deine Laune wieder etwas bessert. Bald trifft doch unser Gast ein. Ich rechne fest mit deiner Unterstützung. Sag mal, Sophie, hast du Peter gesehen? Vorhin in seinem Zimmer. Ist er aber nicht. Er ist weg. Dabei hat er versprochen, dass er in seinem Zimmer bleibt. Mal ehrlich, Fiona. Steckt Peter in irgendwelchen Schwierigkeiten? Wie kommst du darauf? Ich habe doch Augen im Kopf. Du bist immer so besorgt um ihn, egal was er macht oder wohin er geht. Du hast ihm sogar neue Klamotten gekauft. Das macht man in seinem Alter eigentlich selbst. Da siehst du was Falsches. Mach mir doch nichts vor, Fiona. Und außerdem, ich weiß doch nur zu gut, wie du drauf bist, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt.
Ich weiß das ja aus eigener Erfahrung. Hm? Also, Peter hat Probleme. Aber das sind Dinge, die eigentlich nur ihn angehen. Das hängt mit seiner Familie zusammen. Aber mit mir könntest du doch drüber reden. Das wäre Peter gegenüber nicht fair. Verstehe. Ist gebongt. Seine Gastgeber warten zu lassen, ist aber nicht besonders höflich. Vielleicht hätte ich ihn doch abholen sollen. Sag bloß, dein neuer Verehrer hat noch nicht mal ein Auto. Geht dich das eigentlich an? Kein Auto. Dass es das heutzutage noch gibt, ist schon erstaunlich. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja ein besonders romantischer Bursche und der kommt auf einem Pferd angeritten. Auf einem stolzen Ackergaul. Oder wie neulich auf einem wunderbaren alten Drahtesel. Tja, also ich muss jetzt auf jeden Fall eine Kleinigkeit essen, wenn der edle Ritter schon nicht pünktlich zur Tafelrunde erscheint. Na endlich. Das wird er doch wohl hoffentlich sein. Das ist er bestimmt. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Darf ich dir meine Familie vorstellen? Das ist Clarissa, meine Mutter, und Christoph, mein Vater. Guten Abend. Guten Abend. Und Henning, mein Bruder. Guten Abend. Ich war in der Küche, ich hatte nämlich schon Hunger. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber ich bin es leider gewohnt, pünktlich zu essen. Es tut mir leid wegen der Verspätung. Es ist ja ein äußerst praktisches Kleidungsstück. Bei diesem Wetter geradezu ideal. Ja. Bring das mal an die Garderobe, ja? Was können wir denn zu trinken anbieten? Ein Bier, bitte. Bier? Hm? Bin gar nicht sicher, ob wir sowas überhaupt im Haus haben. Wir haben Bier, Henning. Würdest du mir bitte gleich eins mitbringen? Natürlich, Vater, sehr gern. Gut. Wenn ich eins finde. Bitte schön. Ja, danke. Heute werfen wir unsere Gewohnheiten mal über den Haufen. Wir essen später als gewohnt und trinken vorher auch noch Bier. Ja. Ich bringe Ihnen ein Glas. Oder trinken Sie sonst aus der Flasche? Danke. Ihr Vater? Danke. Zum Wohl. Donnerwetter, nicht schlecht. Tja. Wie sind Sie denn so ohne Auto nach Friedenau gekommen? Per Anhalter. Ja, per Anhalter. Das muss sicher sehr abwechslungsreich sein. Ja, man lernt eine ganze Menge Leute dabei kennen. Und das stelle ich mir wesentlich interessanter vor als zum Beispiel Fahrradfahren. Auf jeden Fall gesünder. Was? Fahrradfahren. Ach so, ich dachte, Sie meinten jetzt... Trampen? Aber Sie meinten doch Fahrradfahren, oder? Ja, wahrscheinlich. Sehen Sie? Weißt du, eins raff ich echt nicht. Was denn? Wenn Jan wirklich unschuldig ist, warum ist er dann abgehauen? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich meine ja nur. Das wird sich mit Sicherheit noch alles aufklären. Aber wir dürfen doch jetzt nicht auch noch zu zweifeln anfangen. Hm? Hat das was mit Anna zu tun? Nein, nicht direkt. Aber was? Sie spricht nicht mehr mit mir. Was machen Sie denn so beruflich, Peter? Jetzt fragt Peter doch nicht so aus. Man wird doch schließlich wissen dürfen, mit wem man es zu tun hat. Nicht wahr, Peter? Aber natürlich. Also, ich war in den letzten Jahren länger Zeit unterwegs. Auf Reisen. Ah, das ist ja sehr interessant. Als Rucksacktourist nehme ich an? Nein, ich war Snowboarden in Aspen. Aspen, Colorado. Snowboarden. Das ist diese neue Variante mit nur einem Ski. Ja, für zwei hat es nicht gereicht. Ja, das habe ich vermutet. War nur ein Spaß. Ich habe mein Geld damit verdient. Ach, äußerst interessant. Dann nehme ich an, Sie haben bei einem Händler gearbeitet, der diese Dinger verkauft. Nein, ich war Snowboardlehrer. Ein Skilehrer also. Auf nur einem Brett.
Da gab es sicher auch gute Skihasen. Die waren ganz wild darauf, dass ich ihm was beibringe. Ich habe auch eine ganze Menge da gelernt, muss ich ja sagen. Von einem richtigen Studium halten Sie wohl nichts. Uni? Ach nee, kommt nicht in Frage. Wieso? Haben Sie denn kein Abitur? Doch, natürlich habe ich Abitur. Aber wissen Sie, meine Eltern 10 Jahre lang auf der Tasche zu liegen, wie so viele in meinem und Ihrem Alter. Ach nee. Ja. Weißt du, ich bin ja auch nicht gerade happy darüber, dass Peter diese Julia anbaggert. Aber warum versuchst denn ausgerechnet du das zu verhindern? Das passte einfach nicht. Aber wo liegt denn das Problem? Wir haben uns doch gerade geeinigt, seine Privatsphäre zu respektieren. Ja, schon gut. Gab es eigentlich schon mal jemand anders in seinem Leben? Also ich meine, vor dieser von Anstetten? Soviel ich weiß, nicht. Verstehe ich gar nicht. Also ich meine, er ist doch ein ganz guter Typ so. Er gefällt dir also? Also wenn du mich schon so direkt fragst. Na ja. Aber mit seiner Julia kann ja scheinbar keine Frau der Welt mithalten. Warum denn nicht? Na, sie scheint ja ein Fabelwesen zu sein oder eine Außerirdische. Jedenfalls klingt's immer so, wenn er von ihr spricht. Vielleicht solltest du irgendwas unternehmen, damit er sich auch für dich interessiert. Da hat man ja doch keine Chance. Versuch's doch wenigstens. Sonst erfährst du es doch nie. Und die hier hat Christoph 1989 für Azzurro bekommen. Pferde zu züchten und dann mit ihnen auf die Rennbahn zu gehen. Das stelle ich mir irrsinnig spannend vor. Ja. Wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, dann führe ich Sie durch unser Gestüt. Sie kommen doch wieder. Ja, gern. Natürlich. Meine Frau ist manchmal etwas exzentrisch. Sie nehmen mir das nicht übel? Ach, überhaupt nicht. Und nochmals vielen Dank für die Einladung. Fein. Dann sehen wir uns also bald wieder. Ja, das würde mich wirklich freuen. Dass du dich von diesem Schnösel so unterbuttern lässt. Du hast dich auch nicht gerade von deiner schlagfertigsten Seite gezeigt. Als Gastgeberin muss ich mich in Zurückhaltung üben. Das wäre dann aber heute das erste Mal. Ach, halt den Mund. Ich habe beschlossen, dass ich diesen Jungen nicht mag. Ich habe da noch eine Idee. Ich bin mal gespannt. Na, Peter? Ich hoffe, Christoph hat sich nicht allzu sehr mit seinen Pferden gelangweilt. Wenn er einmal darüber in Schwärmen gerät, dann weiß er nicht mehr, wann er Schluss machen soll. Nein, das war sehr interessant. Christoph hat ihm angeboten, ihm mal das Gestüt zu zeigen. Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn er öfter hier rauskäme. Du hast doch nichts dagegen, oder? Aber natürlich nicht. Ich freue mich doch auch. Wir werden in Zukunft auch immer genügend Bier im Hause haben. Und wer weiß, vielleicht kauft Christoph eines Tages ja noch eine ganze Brauerei. Ja, Sie dürfen die Bemerkung meiner Frau nicht sehr übel nehmen, nicht wahr? Sie hat einen sehr speziellen Humor. Also mir gefällt er. Ich kann Sie mit in die Stadt nehmen, Peter. Ich möchte den Abend doch ganz gern auf meine Weise beenden. Ja, prima. Also dann, auf Wiedersehen. Also bis bald. Ich muss Ihnen gestehen, Ihre Vorstellung heute Abend brillant. Wie meinen Sie das? Spielen Sie jedoch nicht das Unschuldslamm. Den Grafen haben Sie ja schon offensichtlich eingewickelt. Aber was Sie da mit meiner Schwester vorhaben, geht wohl ein bisschen zu weit. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Eine Beziehung zu Julia können Sie sich sofort abschminken. Und wieso? Weil sie bald heiratet. Julia heiratet? Es wundert mich, dass sie Ihnen das nicht gesagt hat. Nein, das hat sie nicht. Ja, wann denn? Demnächst. Ein Freund der Familie.